Hallo und herzlich willkommen bei Ukulele am Limit, dem Online-Kurs für Clawhammer Ukulele. Nachdem ich beim letzten Mal erklärt habe, wo das Clawhammer herkommt und wie man es einsetzen kann, möchte ich heute in die Spieltechnik einsteigen. Und da nehmen wir uns am besten mal den absolut elementaren Grundbaustein jeder Clawhammer-Begleitung vor, das sogenannte Boom Chukka. Das Boom Chukka ist eine lautmalerische Umschreibung dieses uralten Bluegrass oder Country Grooves, den man aus frühen Johnny Cash Stücken kennt. Der Bass spielt auf die 1 ein Boom und auf die 2 kommt dann meistens vom Schlagzeug ein Chukka. 3 Boom, 4 Chukka. Ich versuche es mal stimmlich zu imitieren. Boom Chukka, Boom Chukka, Boom Chukka, Boom Chukka, Boom Chukka, Boom Chukka, Boom. Ich glaube, du kennst das. Was wir jetzt machen ist, wir übertragen diesen Groove, die einzelnen Elemente des Boom, des Cha und des Ka, auf die Saiten der Ukulele. Schau dir mal genau an, wie das funktioniert. Das Boom macht der Zeigefinger, indem er eine einzelne Saite zupft, etwa so. Das Cha macht auch der Zeigefinger, indem er einige Saiten streicht. Manchmal helfen ihm auch die benachbarten Finger, etwa so. Und das Ka, das macht der Daumen, indem er einfach die G-Saite zupft. Wie gesagt, es muss eine hohe G-Saite sein, sonst kriegen wir den Clawhammer-Sound einfach nicht richtig hin. Im Zusammenhang klingt so. Man kann sich ein bisschen besser vorstellen, wie es wirklich mal klingen soll, wenn man das Tempo etwas erhöht. Etwa so. Ich denke, jetzt hast du eine Vorstellung davon, wo wir eigentlich hinwollen. Heute ist unser Thema der erste Bestandteil des Boom Chukka, das Boom. Das Boom wird mit dem Zeigefinger erzeugt und zwar mit diesem Teil des Zeigefingers, also hier an der Seite, dieses Stückchen Fingernagel. Damit schlagen wir die Saite von oben an. Das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt. Bei den meisten Spieltechniken zupfen wir ja von unten nach oben, also etwa so. Beim Clawhammern gibt es das nicht. Wir schlagen immer von oben nach unten. Ich zeige es mal ganz kurz. Dabei müssen wir jetzt auf verschiedene Dinge achten. Erstens die Handhaltung. Wir halten die Hand eben wie eine Klaue. Daher kommt übrigens auch der Name der Spieltechnik. Ja. Claw, Englisch Klaue. Und mit dieser Handhaltung versuchen wir, die Saite zu treffen. Wichtig dabei ist, dass wir die Saite möglichst voll treffen und richtig durchziehen. Damit der Finger aber nicht irgendwo hinflutscht, kommt er einfach auf der nächst unteren Seite zum Liegen. Also wenn wir hier die C-Seite anschlagen, dann sollte nach dem Anschlag der Zeigefinger auf der E-Seite drauf liegen. Ungefähr so. Dann liegt er hier auf der E-Seite. Du siehst es später, wenn ich die Übungen vormache, nochmal genauer. Ich möchte, dass du jetzt wirklich 2 Dinge beachtest. Erstens, wir behalten die Klauenhaltung die ganze Zeit bei. Auf keinen Fall so eine Bewegung machen, sowas wie bei so einem Strumming-Pattern hier. Auf keinen Fall. Wir behalten die bei. Und zweitens, wir versuchen nicht so parallel an der Ukulele vorbei zu schrammeln, sondern wir schlagen eher so in die Ukulele hinein. So als würde man anklopfen. Oder so, als hätte man einen Hammer in der Hand. Ja, und jetzt merkst du schon, das ist der zweite Bestandteil unserer Spieltechnik, nämlich Claw Hammer. Alles klar. So. Ich will das jetzt mal ganz kurz zeigen. Ja. Klaue. Ich versuche die C-Seite zu spielen, in die Ukulele hinein und anschließend liegt der Zeigefinger auf der E-Seite. Ich probiere es.
gibt noch ein kleines Problem. Wenn wir nämlich die Seite hier oben anschlagen wollen, dann gibt es keine Seite, auf der unser Zeigefinger sich ausruhen könnte. Deswegen lassen wir ihn einfach auf die Decke der Ukulele draufknallen. Natürlich hört man das, aber es macht überhaupt nichts. Es gibt im Gegenteil einen ganz schönen perkussiven Effekt. Also klingt etwa so. Ich mache dir mal folgenden Vorschlag. Drück doch mal auf die Pause-Taste und probier die Bewegung in aller Ruhe aus. Wenn du dir einigermaßen sicher bist, wie das funktioniert, dann drückst du wieder auf Play und dann werde ich ganz langsam und in Großaufnahme mal die ersten 10 Übungen aus meinem Clawhammer Ukulele Buch vorspielen. Du kannst übrigens den Tab dazu auf meiner Internetseite downloaden. Internetseite heißt www.ukulele-am-limit.com. Dort findest du ein paar ganz interessante Downloads, unter anderem die Tabs für die folgenden 10 Übungen. Aber bitte jetzt erstmal Pause, üben und dann auf Play und dann geht's weiter. Wir sehen uns. Übung 1. Übung 2. Übung 3. Übung 4. Übung 5. Übung 6. Übung 7. Übung 8. Übung 9. Übung 10. Ich hoffe, du kommst damit einigermaßen klar. Wichtig ist wirklich, dass du ganz langsam übst. Fang ganz langsam an und steigere dann das Tempo. Es wäre ziemlich gut, wenn du mit Metronom übst. Ich würde mal vorschlagen, du solltest erstmal alle diese 10 Übungen so beim Tempo 80 können, bevor du im Buch weitermachst. Jetzt habe ich leider noch eine unangenehme Nachricht, die betrifft den Daumen. Dir ist es vielleicht nicht aufgefallen, aber der Daumen, der hängt nicht irgendwo in der Luft rum, während der Zeigefinger das Boom macht. Nein, der legt sich bei jedem Boom ganz unauffällig auf die hohe G-Seite. Übrigens ganz nebenbei, ich hoffe, du hast eine Ukulele mit einer hohen G-Seite. Mit einer tiefen G-Seite klingt das Clawhammer
eigentlich eher mittel. Also, du machst den Anschlag und legst gleichzeitig den Daumen auf die hohe G-Saite. Sieht so aus. Auch das musst du erstmal in Ruhe üben. Ich würde dir wieder einen Vorschlag machen. Schau dir doch nochmal die 10 Übungen von vorhin an. Spul einfach zurück und schau sie dir an. Und dann siehst du, was mein Daumen macht. Und das versuchst du dann auch zu machen. Es würde jetzt ein bisschen dauern, wenn ich dir erkläre, warum es wichtig ist, dass der Daumen sich da hinlegt. Das mache ich in der nächsten Folge. Vertrau mir einfach. Beschäftige dich mit diesen 10 Übungen. Mach sie ganz langsam. Leg bei jedem Boom den Daumen auf die hohe G-Saite. Und wenn du das bei Tempo 80 schaffst, dann schaust du dir einfach die nächste Folge, Folge 3 an. Und dann üben wir mal ein bisschen raffiniertere Sachen mit unserem Boom. Ja? Ich hoffe, du hältst durch und hast Spaß bei der Sache. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bis dann.